Hallo, ich grüße alle ganz herzlich in meiner Küche. Heute wollen wir leckere gefüllte Paprika machen. Fangen wir an. Also wir machen das in 2 Schritten. Der erste Schritt, erstmal Hackfleisch vorbereiten und die Paprika füllen. Dann machen wir weiter. Also zuallererst brauchen wir natürlich Paprika. Ich habe jetzt solche gekauft, die kann man bei Rewe kaufen, aber auch in russischen Läden oder in türkischen. Ich habe hier heute 11 Stück. Dann brauchen wir Hackfleisch. Ich habe heute ca. 250 Gramm. Ich mache immer alles nach Augenmaß, also gemischter Hackfleisch und Reis. Ich habe ihn schon vorher abgekocht. Ich habe ca. 200 Gramm Reis genommen, den brauche ich aber nicht alles. Da sind jetzt ca. im Volumen 300 Gramm abgekocht. Dann nehme ich eine Zwiebel, Gewürze, schwarzer Pfeffer und Paprika, scharfer und Salz. Fangen wir an. Also zuerst tue ich jetzt das Hackfleisch rein. Also ich habe mir etwas Reis schon weggenommen. Ich bräuchte nicht viel. Also ihr könnt so machen, wenn ihr zum Beispiel mehr Fleisch wollt, nehmt mehr von dem Hackfleisch oder umgekehrt. Ich nehme heute etwas mehr von dem Reis, weil ich ja will, dass meine Mama das auch isst und da ist es nicht so schwer für sie. Würzen tut so nach ihrem Geschmack. Also die Zwiebel werde ich erstmal reiben. Man kann sie natürlich auch schneiden. Ich reibe sie jetzt, damit das Fleisch ein bisschen saftiger wird. Ich tue sie einfach auf die grobe Reibe. So, die Zwiebel kommt jetzt da rein. Also wie gesagt, würzen tut einfach nach eurem Geschmack. Ihr könnt ja auch was anderes noch dazu tun. So, ich nehme jetzt, ich denke mal, 1 Esslöffel Salz reicht erstmal. Ich probiere danach. Den Reis habe ich ja gekocht ohne Salz. So, jetzt werde ich erstmal die Paprika füllen. So, ich habe die Paprika jetzt gefüllt. Wie ihr seht, diese Menge hat mir gereicht für diese 11 Paprika. Also kann man schon jetzt so ungefähr wissen, wie viel man braucht. Also jetzt nehme ich mir so einen Topf, am besten mit so einem dickeren Boden. Man kann auch einen anderen Topf nehmen, Hauptsache der Boden ist dick, damit es nichts anbrennt. Versuche sie jetzt so hinzulegen oder hinzustellen. So, die sind jetzt fertig. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Schritt. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Schritt. Ich mache jetzt eine leckere Soße für die Paprika. Ich habe hier 2 Zwiebeln geschnitten, 2 Möhrchen auch gerieben. Dann habe ich noch 2 Tomaten genommen und sie abgebrüht mit heißem Wasser und auch gerieben durch so eine Reibe. Dann habe ich noch so ein Eimer. Davon nehme ich noch einen Löffel vielleicht, mal gucken später, und etwas Schmand. So, zuerst nehme ich mir Öl. So, 1, 2, 3, reicht, denke ich mal. So, Zwiebeln kommen rein. Ihr könnt natürlich auch weniger Zwiebeln nehmen, wenn Sie nicht so viel Zwiebeln mögen. Wir mögen Zwiebeln. Lass sie kurz anbraten. Die Möhrchen kommen auch dazu.
Alle so ein paar Minuten anbraten. So, jetzt tue ich meine Tomaten rein. Kommt noch etwas Eiweiß dazu. Also man kann auch Tomatenmark nehmen. So, ich habe mir jetzt so ungefähr so 120 Milliliter Wasser genommen. Dann kommt ein Löffel Schmand noch drauf. Also wenn ihr kein Schmand wollt, braucht ihr das nicht zu machen. Ich verringere ein bisschen das Stufe auf 5, damit es auf mittlerer Stufe so köchelt. So, jetzt werde ich auch noch salzen ein bisschen die Soße. Also ich nehme so einen kleinen Löffel. Das reicht. Der ist praktisch fertig. Ein paar Minütchen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt und zum letzten. Ich habe jetzt die Paprika hier schon mit so einem Topf aufgestellt. Jetzt tue ich direkt die Soße drauf. Mal schauen, vielleicht muss ich noch ein bisschen Wasser drauf tun. Ja, es kommt noch etwas Wasser. Ich habe mir jetzt so 250 Milliliter Wasser genommen und gieße so vorsichtig. Während des Kochens werde ich dann nachschauen, wenn ich sehe, dass es mir ein bisschen zu wenig ist, werde ich Wasser ein bisschen dazu tun. So, und zu guter Letzt habe ich hier 4 Kartoffeln. Ich habe heute ganz normale Weichkochende genommen. Wenn ihr solche nicht mögt, nehmt einfach die hier, die zu immer benutzen zu Hause. Das waren 4 Stück, tue ich einfach so drauf, grob geschnitten. Lass erstmal das aufkochen. Den Deckel erstmal zu und lass erstmal das Ganze aufkochen. Also das ist jetzt am Kochen. Jetzt verringere ich die Stufe, so sagen wir mal auf 5 und lasse das langsam so köcheln, so ungefähr 30 bis 40 Minuten. Den Deckel werde ich nicht zumachen, lasse so ein bisschen auf Kipp. So, meine Paprika ist fertig. Ich habe sie jetzt 40 Minuten drin gelassen, die sind jetzt auch fertig. Ich hole sie jetzt raus und serviere. Also meine Paprika ist fertig. Hier wollte nur zeigen, ist alles schön weich. So kommt es bei mir auf den Tisch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.